Hallo zusammen, ich bin Romina, willkommen auf meinem Kanal RomiMate. Heute sprechen wir über die Anatomie des Larynx. Wenn euch das Video gefällt, abonniert den Kanal, gebt ein Like, aktiviert die Glocke und teilt es mit euren Freunden. Der Larynx, auch Kehlkopf genannt, ist ein zentrales Organ im Hals. Er liegt zwischen dem Pharynx und der Trachea, etwa auf Höhe der Halswirbel C3 bis C6. Seine Hauptfunktionen sind die Sicherung des Atemwegs durch Schutz der unteren Atemwege, die Phonation durch Erzeugung von Tönen mittels der Stimmlippen und die Unterstützung beim Schlucken durch Verschluss des Atemwegs. Der Larynx ist ein komplexes Zusammenspiel aus Knorpeln, Muskeln, Ligamenten, Nerven und Blutgefäßen, das eine präzise Koordination für seine vielfältigen Aufgaben ermöglicht. Der Larynx besteht aus Knorpeln, die das stabile Gerüst bilden, Ligamenten und Membranen, die die Knorpel verbinden und flexible Strukturen schaffen, Muskeln, die Bewegungen für Atmung, Schlucken und Sprechen ermöglichen, sowie Nerven und Blutgefäßen, die den Larynx mit Sauerstoff versorgen und seine Funktionen steuern. Die Schleimhaut des Larynx ist mit Flimmerepithel ausgekleidet, das Fremdpartikel entfernt außer an den Stimmlippen, wo Plattenepithel vorherrscht, um den mechanischen Belastungen durch Vibration standzuhalten. Der Larynx hat 9 Knorpel, unterteilt in 3 ungepaarte und 3 paarige Knorpel. Die ungepaarten Knorpel sind Cartilago-Thyreoidea, Cartilago-Cricoidea und Cartilago-Epiglottica. Die paarigen Knorpel sind Cartilago-Arytenoidea, Cartilago-Corniculata und Cartilago-Cuneiformis. Die Cartilago-Thyreoidea ist schildförmig und bildet die vordere Wand des Larynx, die bei Männern als Adamsapfel sichtbar ist. Die Cartilago-Cricoidea ist der einzige vollständige Knorpelring und bildet die Basis des Larynx, die direkt in die Trachea übergeht. Die Cartilago-Epiglottica ist eine flexible, blattförmige Struktur, die den Eingang des Larynx beim Schlucken verschließt. Die Cartilago-Arytenoidea sitzt auf der Cartilago-Cricoidea und ist für die Bewegung der Stimmlippen entscheidend. Die Cartilago corniculata und Cartilago cuneiformis sind kleine Knorpel, die die Struktur der Stimmlippen unterstützen und in der Schleimhaut eingebettet sind. Die Knorpel bestehen aus hyalinem Knorpel bei Cartilago thyreoidea und Cartilago cricoidea, während Cartilago epiglottica aus elastischem Knorpel besteht, um Flexibilität zu gewährleisten. Die Ligamente und Membranen stabilisieren den Larynx und verbinden seine Knorpel. Die Membrana thyrohyoidea verbindet die Cartilago thyreoidea mit dem Oshyoideum und enthält oft kleine Knorpelstücke, die die Stabilität erhöhen. Das Ligamentum cricothyroideum verbindet die Cartilago cricoidea mit der Cartilago thyroidea und spielt eine Rolle bei der Spannung der Stimmlippen. Das Ligamentum vocale bildet die Basis der Stimmlippen und ist für die Tonerzeugung essentiell, da es die Vibration der Stimmlippen ermöglicht. Die Membrana quadrangularis stützt die Seitenwände des Larynx und erstreckt sich zwischen der Cartilago epiglottica und der Cartilago arytaenoidea. Das Ligamentum aryepiglotticum verbindet die Cartilago arytaenoidea mit der Cartilago epiglottica und unterstützt die Bewegung der Epiglottis beim Schlucken. Die untere Grenze des Larynx ist die Cartilago cricoidea, die direkt in die Trachea übergeht. Die Trachea besteht aus C-förmigen Knorpelringen, die durch das Ligamentum cricotracheale mit der Cartilago cricoidea verbunden sind, um die Stabilität der Atemwege zu gewährleisten. Der Larynx verändert seine Position je nach Funktion. Bei der Atmung sind die Stimmlippen, auch Plicae evocales genannt, geöffnet und die Glottis ist weit, unterstützt durch die Cartilago arytenoidea, die nach außen rotiert, um einen ungehinderten Luftstrom zu ermöglichen. Beim Schlucken hebt sich der Larynx und die Cartilago epiglottica klappt nach hinten, um den Eingang des Larynx zu verschließen und Aspiration von Nahrung oder Flüssigkeit zu verhindern. Bei der Phonation, wie beim Flüstern oder Sprechen, schließen sich die Stimmlippen teilweise oder vollständig, vibrieren durch den Luftstrom und erzeugen Töne, wobei die Spannung der Stimmlippen die Tonhöhe bestimmt. Diese Bewegungen werden durch ein präzises Zusammenspiel von Muskeln und Knorpeln gesteuert, die wir in der nächsten Folie besprechen. Die Muskeln des Larynx werden in 2 Gruppen unterteilt: extrinsische und intrinsische Muskeln.
Jeder Muskel hat einen Ursprung und einen Ansatz sowie spezifische Funktionen und eine eigene Innervation. Die extrinsischen Muskeln verbinden den Laryngix mit umliegenden Strukturen wie dem Os hyoideum oder dem Sternum. Der Musculus thyrohyoideus hat seinen Ursprung an der Cartilago thyreoidea und seinen Ansatz am Os hyoideum. Seine Funktion ist das Heben des Larynx beim Schlucken und er wird vom Nervus hypoglossus über die Ansa cervicalis, Segment C1, innerviert. Der Musculus sternothyroideus hat seinen Ursprung am Sternum und seinen Ansatz an der Cartilago thyreoidea, zieht den Larynx nach unten und wird vom Nervus ansa cervicalis, Segmente C1 bis C3, innerviert. Der Musculus omohyoideus hat seinen Ursprung am Schulterblatt und seinen Ansatz am Os hyoideum, stabilisiert das Os hyoideum und unterstützt die Positionierung des Larynx, innerviert durch die Ansa cervicalis, Segmente C1 bis C3. Die intrinsischen Muskeln bewegen die Knorpel innerhalb des Larynx und steuern die Stimmlippen. Der Musculus cricothyroideus hat seinen Ursprung an der Cartilago cricoidea und seinen Ansatz an der Cartilago thyreoidea. Er spannt die Stimmlippen, um die Tonhöhe zu erhöhen, und wird vom Nervus laryngeus superior, ramus externus, innerviert. Der Musculus arytenoideus transversus hat seinen Ursprung an einer Cartilago arytenoidea und seinen Ansatz an der gegenüberliegenden Cartilago arytenoidea. Er schließt die Glottis, indem er die Knorpel zusammenzieht und wird vom Nervus laryngeus recurrens innerviert. Der Musculus posterior cricoarytenoideus hat seinen Ursprung an der Cartilago cricoidea und seinen Ansatz an der Cartilago arytenoidea. Er öffnet die Glottis durch Abduktion der Stimmlippen und ist der einzige Muskel, der diese Funktion hat. Seine Innervation erfolgt durch den Nervus laryngeus recurrens. Der Musculus vocalis hat seinen Ursprung an der Cartilago thyreoidea und seinen Ansatz am Ligamentum vocale. Er ermöglicht die Feinabstimmung der Stimmlippen für die Phonation und wird vom Nervus laryngeus recurrens innerviert. Der Musculus thyroarytenoideus hat seinen Ursprung an der Cartilago thyreoidea und seinen Ansatz an der Cartilago arytenoidea, entspannt die Stimmlippen und wird ebenfalls vom Nervus laryngeus recurrens innerviert. Alle intrinsischen Muskeln außer dem Musculus cricothyroideus werden vom Nervus laryngeus recurrens innerviert. Die Funktionen der Muskeln umfassen das Öffnen und Schließen der Glottis, die Spannung oder Entspannung der Stimmlippen und den Schutz der Atemwege durch Verschluss der Glottis beim Schlucken. Die Glottis besteht aus der Pars cartilaginea, dem knorpeligen Teil, der durch die Cartilago arytenoidea gebildet wird, und der Pars membranacea, dem membranösen Teil der Stimmlippen, der das Ligamentum vocale umfasst. Bei der Atmung öffnet der Musculus posterior cricoarytenoideus die Glottis durch Abduktion der Cartilago arytenoidea, wodurch die Stimmlippen auseinandergezogen werden, um den Luftstrom zu ermöglichen. Bei der Phonation spannen der Musculus cricothyroideus und der Musculus vocalis die Stimmlippen, um die Tonhöhe zu regulieren, während der Musculus arytenoideus transversus die Glottis schließt, um die Vibration der Stimmlippen für die Tonerzeugung zu ermöglichen. Beim Schlucken heben extrinsische Muskeln wie der Musculus thyroideus den Larynx und der Musculus aryepiglotticus, der seinen Ursprung an der Cartilago arytenoidea und seinen Ansatz an der Cartilago epiglottica hat, klappt die Cartilago epiglottica nach hinten, um den Atemweg zu verschließen und Aspiration zu verhindern. Diese Kombination von Muskeln ermöglicht die präzise Steuerung der Glottis und der Cartilago epiglottica in jeder Position. Die Leitungsbahnen des Larynx umfassen Blutgefäße, Nerven und Lymphwege, die den Larynx versorgen. Die Arterien liefern Sauerstoff und Nährstoffe, die Venen transportieren das Blut zurück, die Nerven steuern die Muskeln und liefern sensorische Informationen, und die Lymphgefäße entfernen Gewebsflüssigkeit, um Schwellungen zu verhindern. Diese Strukturen sind essentiell für die Funktion des Larynx und werden in den folgenden Abschnitten detailliert beschrieben. Die Arteria laryngea superior entspringt der Arteria thyroidea superior, die aus der Arteria carotis externa stammt, und versorgt den oberen Larynx, einschließlich der Schleimhaut, der Stimmlippen und der Muskeln. Die Arteria laryngea inferior entspringt der Arteria thyroidea inferior, die aus dem Truncus thyrocervicalis stammt, und versorgt den unteren Larynx, einschließlich der Schleimhaut und der tieferen Strukturen. Die Vena laryngea superior drainiert das Blut aus dem oberen Larynx in die Vena thyroidea superior,
die in die Vena jugularis interna mündet. Die Vena laryngea inferior drainiert das Blut aus dem unteren Larynx in die Vena thyroidea inferior, die in die Vena brachiocephalica mündet. Die Gefäße verlaufen entlang der Muskeln und Knorpel, um eine optimale Versorgung zu gewährleisten und die Funktion des Larynx zu unterstützen. Die Innervation des Larynx erfolgt durch den Nervus vagus, den 10. Hirnnerv, über 2 Hauptäste: den Nervus laryngeus superior und den Nervus laryngeus recurrens. Der Nervus laryngeus superior entspringt dem Nervus vagus am Ganglion inferius und teilt sich in 2 Äste. Der Ramus externus ist motorisch und innerviert den Musculus cricothyroideus, der die Stimmlippen spannt, um die Tonhöhe zu erhöhen. Der Ramus internus ist sensorisch und versorgt die Schleimhaut oberhalb der Stimmlippen, einschließlich der Cartilago epiglottica, der oberen Larynxwand und des Ligamentum ariepiglotticum. Der Nervus laryngeus recurrens entspringt dem Nervus vagus, verläuft rechts unter der Arteria subclavia und links unter dem Aortenbogen, bevor er zum Larynx aufsteigt. Er ist motorisch für alle intrinsischen Muskeln, außer dem Musculus cricothyroideus, einschließlich des Musculus posterior cricoarytenoideus, Musculus arytenoideus transversus, Musculus vocalis und Musculus thyroarytenoideus. Er ist auch sensorisch für die Schleimhaut unterhalb der Stimmlippen, einschließlich der unteren Larynxwand und des Ligamentum vocale. Die sensorische Innervation oberhalb der Stimmlippen erfolgt durch den Ramus internus des Nervus laryngeus superior, während die Schleimhaut unterhalb der Stimmlippen vom Nervus laryngeus recurrens versorgt wird. Die motorische Innervation der intrinsischen Muskeln erfolgt durch den Nervus laryngeus recurrens, außer beim Musculus cricothyroideus, der vom Ramus externus des Nervus laryngeus superior innerviert wird. Die autonome Innervation umfasst parasympathische Fasern über den Nervus vagus, die die Sekretion der Schleimhautdrüsen steuern, und sympathische Fasern über den Plexus caroticus, die die Vasokonstriktion regulieren. Eine Schädigung des Nervus laryngeus recurrens kann zu einer Lähmung der Stimmlippen führen, was Heiserkeit oder Atemprobleme verursacht, während eine Schädigung des Nervus laryngeus superior die Fähigkeit zur Erhöhung der Tonhöhe beeinträchtigt. Die Lymphgefäße des Larynx drainieren in 3 Hauptgruppen von Lymphknoten. Der obere Larynx oberhalb der Stimmlippen drainiert in die Nodi lymphatici cervicalis profundi superioris, die entlang der Vena jugularis interna verlaufen und in diese münden. Der untere Larynx unterhalb der Stimmlippen drainiert in die Nodi lymphatici cervicalis profundi inferioris und die Nodi lymphatici paratrachealis, die entlang der Trachea liegen, und in den Ductus thoracicus auf der linken Seite oder den Ductus lymphaticus dexter auf der rechten Seite münden. Die vordere Region des Larynx drainiert in die Nodi lymphatici praetrachealis, die vor der Trachea liegen, und ebenfalls in den Ductus thoracicus münden. Die Lymphdrainage ist entscheidend für die Immunabwehr, da sie Gewebsflüssigkeit und Immunzellen transportiert und kann bei Entzündungen oder Tumoren geschwollen sein, was klinisch relevant ist. Die Tracheotomie ist ein chirurgischer Einschnitt in die Trachea, meist unterhalb der Cartilago cricoidea, um die Atmung bei einer Atemwegsobstruktion zu sichern, beispielsweise durch einen Tumor, ein Ödem oder eine Verletzung. Ein Tubus wird eingeführt, um den Luftstrom zu gewährleisten, und die Knorpelringe der Trachea werden sorgfältig durchtrennt, um Schäden an umliegenden Strukturen zu vermeiden. Die Laryngotomie, auch Krikothyrotomie genannt, ist ein Notfalleingriff, bei dem ein Einschnitt durch die Cartilago thyroidea oder die Membrana cricothyroidea erfolgt, um die Atmung bei akuter Atemnot zu ermöglichen, wenn eine Tracheotomie nicht durchführbar ist, beispielsweise bei einer akuten Blockade des Atemwegs. Beide Verfahren bergen Risiken wie die Schädigung des Nervus laryngeus recurrens, was zu einer Lähmung der Stimmlippen und Heiserkeit führen kann, oder die Verletzung der Stimmlippen, was die Stimme dauerhaft beeinträchtigt. Sie erfordern präzise Kenntnisse der Anatomie, einschließlich der Position der Knorpel, Ligamente, Nerven und Blutgefäße, um Komplikationen zu minimieren. Das war die Anatomie des Larynx. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues gelernt und die komplexen Strukturen dieses faszinierenden Organs verstanden. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, ein Like zu geben, die Glocke zu aktivieren und das Video mit euren Freunden zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.